Vor unzähligen Jahren, als die Welt noch jung war und die Menschen einfach lebten, gingen zwei Brüder jeden Morgen unterschiedliche Wege. Der ältere Bruder, Kain, arbeitete auf den Feldern. Mit seinen Händen bearbeitete er die Erde, pflanzte Samen und wartete geduldig auf die Ernte. Sein jüngerer Bruder Abel lebte dagegen mit seinen Tieren draußen in der Natur. Er führte seine Herde durch weite Landschaften und verbrachte viele Tage unter freiem Himmel. Obwohl die beiden Brüder gemeinsam aufwuchsen, unterschieden sie sich stark voneinander. Kain war oft ernst und in sich gekehrt. Abel dagegen galt als ruhig und friedlich. Lange Zeit schien ihr Leben harmonisch zu verlaufen. Jeder hatte seine Aufgabe und die Tage vergingen in der Stille dieser frühen Welt. Doch mit der Zeit begannen sich unsichtbare Spannungen zwischen den Brüdern aufzubauen. Niemand sprach darüber. Keine lauten Streitigkeiten, keine offenen Konflikte. Aber manchmal entstehen die gefährlichsten Veränderungen tief im Inneren eines Menschen. Die Welt um sie herum war still. Doch in Kains Gedanken begann etwas zu wachsen, das später alles verändern sollte. Ein Gefühl, das klein begann, aber immer stärker wurde. Ein Gefühl, das die Geschichte der beiden Brüder für immer prägen würde. Bis heute erzählen Menschen auf der ganzen Welt diese alte Geschichte weiter, weil sie zeigt, wie mächtig menschliche Gefühle werden können. Eines Tages beschlossen die beiden Brüder, Gott ein Opfer darzubringen. In jener Zeit galt ein Opfer als Zeichen des Respekts, der Dankbarkeit und des Glaubens. Jeder Mensch gab von dem, was ihm wichtig war. Kain brachte einen Teil seiner Ernte vom Feld. Früchte und Pflanzen, die er mit harter Arbeit aus der Erde gewonnen hatte. Abel dagegen wählte einige der besten Tiere aus seiner Herde aus. Als der Tag des Opfers kam, herrschte eine besondere Stille. Beide Brüder standen nebeneinander, doch ihre Gedanken waren unterschiedlich. Abel gab voller Überzeugung das Beste, was er besaß. Kain hingegen schien innerlich unruhig. Niemand weiß heute genau, was in seinem Herzen vorging, doch die alten Überlieferungen erzählen, dass nur Abels Opfer angenommen wurde. Für einen kurzen Moment änderte sich alles. Kain spürte sofort die Enttäuschung. Aus Enttäuschung wurde Scham und aus Scham begann langsam Wut zu entstehen. Während Abel ruhig blieb, kämpfte Kain bereits mit dunklen Gedanken. Er verstand nicht, warum sein Opfer keine Anerkennung fand. Vielleicht war es genau dieser Moment, in dem sich der Weg der beiden Brüder endgültig voneinander trennte. Denn manchmal verändern nicht große Ereignisse das Leben eines Menschen, sondern ein einziger Augenblick, der tief im Herzen eine Wunde hinterlässt. Nach diesem Tag begann sich Kain zu verändern. Äußerlich führte er sein Leben weiter wie zuvor. Er arbeitete auf den Feldern, sprach mit seiner Familie und ging seinen täglichen Aufgaben nach. Doch in seinem Inneren wurde es immer dunkler. Die Enttäuschung über das Opfer ließ ihn nicht mehr los. Jedes Mal, wenn er seinen Bruder Abel sah, erinnerte er sich an diesen Moment, an die Anerkennung, die Abel erhalten hatte, und an das Gefühl, selbst zurückgewiesen worden zu sein. Abel selbst verhielt sich ruhig und bescheiden. Er verspottete seinen Bruder nicht und zeigte keinen Stolz. Doch genau das machte Kains Wut nur noch größer. Der Neid begann langsam sein Denken zu kontrollieren. Aus kleinen Gedanken wurden schwere Gefühle. Kain fragte sich immer öfter, warum sein Bruder bevorzugt wurde, warum Abel Anerkennung bekam und er nicht. Statt nach Antworten bei sich selbst zu suchen, richtete sich seine ganze Bitterkeit gegen seinen Bruder. Mit der Zeit entstand eine unsichtbare Mauer zwischen den beiden. Gespräche wurden kürzer, die Stille zwischen ihnen wurde schwerer. Und obwohl niemand es aussprach, lag etwas Bedrohliches in der Luft. Viele alte Geschichten beschreiben genau diesen Moment als den Beginn der eigentlichen Tragödie. Nicht die spätere Tat war der Anfang, sondern das Gefühl, das langsam in Kains Herz gewachsen war und dort immer mehr Platz einnahm. Eines Tages bat Kain seinen Bruder, ihn auf das Feld zu begleiten. Die Sonne stand hoch am Himmel und die Landschaft wirkte ruhig wie immer. Nichts deutete darauf hin, dass dieser Tag anders enden würde als die vielen Tage zuvor. Abel folgte seinem Bruder ohne Misstrauen. Für ihn war es nur ein weiterer gemeinsamer Weg durch die weite, stille Natur.
Während sie nebeneinander gingen, trug Kain jedoch einen schweren Kampf in sich. Die Wut, die so lange in seinem Herzen gewachsen war, hatte inzwischen seine Gedanken beherrscht. Aus Enttäuschung war Hass geworden. Und dieser Hass ließ keinen Raum mehr für Vernunft. Irgendwann blieben die beiden Brüder mitten auf dem Feld stehen. Was genau zwischen ihnen gesagt wurde, erzählen die verschiedenen Überlieferungen unterschiedlich. Doch alle stimmen in einem Punkt überein. In diesem Moment traf Kain eine Entscheidung, die alles verändern sollte. Er griff seinen eigenen Bruder an. Abel fiel zu Boden und plötzlich war die Stille der Welt anders als zuvor. Zum ersten Mal hatte ein Mensch das Leben eines anderen Menschen genommen. Nicht wegen Krieg, nicht aus Hunger, sondern aus Neid und verletztem Stolz. Nachdem alles vorbei war, blieb Kain allein auf dem Feld zurück. Der Wind bewegte langsam das hohe Gras, doch die Welt fühlte sich plötzlich fremd an. Vor ihm lag sein Bruder Abel regungslos am Boden, und zum ersten Mal verstand Kain die wahre Bedeutung seiner Tat. Die Wut, die ihn zuvor beherrscht hatte, war verschwunden. Stattdessen breitete sich Unsicherheit in ihm aus. Er wusste nicht, was er tun sollte. Noch nie zuvor hatte ein Mensch einen anderen Menschen getötet. Es gab keine Regeln, keine Erfahrungen und niemanden, der ihm sagen konnte, wie man mit einem solchen Moment umgeht. Die alten Überlieferungen erzählen, dass Kain lange neben seinem Bruder stand. Vielleicht hoffte ein Teil von ihm noch immer, alles rückgängig machen zu können. Doch die Stille blieb. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Nicht weit entfernt erschien ein Rabe. Der schwarze Vogel landete auf der Erde und begann mit seinem Schnabel und seinen Krallen den Boden aufzureißen. Kain beobachtete aufmerksam, wie der Rabe etwas unter der Erde verbarg. In diesem Augenblick verstand er, was zu tun war. Nach dem Tod seines Bruders war nichts mehr wie zuvor. Kain kehrte nicht als derselbe Mensch zurück. Die alten Überlieferungen erzählen, dass ihn die Erinnerung an seine Tat überall begleitete. Egal wohin er ging, die Bilder dieses Tages verließen ihn nicht mehr. Die Menschen begannen zu erkennen, dass Gewalt nicht nur denjenigen zerstört, der ihr zum Opfer fällt, sondern auch denjenigen verändert, der sie begeht. Kain hatte geglaubt, sein innerer Schmerz würde verschwinden, wenn sein Bruder nicht mehr da wäre. Doch stattdessen wurde die Last in seinem Herzen noch schwerer. Viele Geschichten beschreiben Kain seit diesem Tag als einen rastlosen Menschen. Einen Menschen, der keine wirkliche Ruhe mehr fand. Manche Überlieferungen erzählen sogar, dass er lange durch die Welt wanderte, immer begleitet von Schuld und Einsamkeit. Doch genau deshalb blieb diese Geschichte über Jahrtausende hinweg lebendig. Denn sie handelt nicht nur von zwei Brüdern. Sie erzählt auch von menschlichen Gefühlen, die bis heute existieren. Neid, Wut, Stolz und Reue. Vielleicht erkennen Menschen sich selbst in dieser Geschichte wieder. Nicht wegen der Tat selbst, sondern wegen der Gefühle, die langsam wachsen können. Mit der Zeit verbreitete sich die Geschichte von Kain und Abel weit über einen einzigen Ort hinaus. Generationen erzählten sie weiter, erst mündlich und später in religiösen Schriften und historischen Überlieferungen. Dabei entstanden unterschiedliche Versionen und Deutungen, doch der Kern der Geschichte blieb fast immer derselbe. Im Judentum, im Christentum und im Islam spielt die Erzählung eine wichtige Rolle. Jede Tradition setzt dabei eigene Schwerpunkte. Manche betonen stärker die Verantwortung des Menschen für seine Taten. Andere konzentrieren sich mehr auf die Themen Glaube, Versuchung oder göttliche Gerechtigkeit. Besonders interessant ist, dass ähnliche Geschichten auch in anderen Kulturen auftauchen. Geschichten über Brüder, Rivalität und Konflikte finden sich an vielen Orten der Welt. Historiker und Forscher glauben deshalb, dass diese Erzählungen etwas zeigen, das tief mit der menschlichen Natur verbunden ist. Bis heute diskutieren Menschen darüber, wie Kain gesehen werden sollte. War er nur von Neid getrieben oder war er ein Mensch, der seinen inneren Konflikt nicht kontrollieren konnte? Genau diese Fragen machen die Geschichte auch heute noch so faszinierend. Wenn euch solche alten Geschichten und ihre Hintergründe interessieren, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren.
Hier erzählen wir bekannte Überlieferungen ruhig, spannend und möglichst neutral, ohne Sensationsdrama, sondern mit Blick auf ihre Bedeutung für die Menschen damals und heute.